Also ich habe ja auf meinen ganzen Offenstallbesuchen schon ganz schön gelernt. Also man findet immer mal wieder da einen Trick und dort einen Trick. Und manchmal kann es wirklich alles so einfach sein, wenn man es denn weiß. Und so habe ich für euch jetzt mal 5 Lifehacks zusammengetragen, die das Leben wirklich einfach machen können. Ja, in diesem Jahr ist ja irgendwie alles ganz anders. Ich habe auch schon oft jetzt gelesen, dass es euch ähnlich geht, dass hier das Gras im Endeffekt so tierisch hoch ist und durch die ganzen Regenfälle sich also wirklich hier platt auf die Erde gelegt hat. Und da macht das Abäppeln überhaupt keinen Spaß. Und da habe ich mal einen Lifehack Nummer 1 für euch. Wir benutzen ja dann hier zum Abäppeln auch so ein Federrechen, so ein Kinderrechen. Und wenn jetzt eben die Knottel ins hohe Gras fallen, ist wirklich nur darauf zu achten, also zu schauen quasi, in welche Richtung das Gras wächst. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich hier so abäppel, verschwinden die ganzen Äpfel unterm Gras und das ist nicht schön, die dann rauszusuchen, weil da bleibt am Schluss eigentlich dann nur noch die Hand übrig. Also immer schauen, dass man quasi mit dem Gras abbrecht. Und dann lassen sich die Knottel eigentlich relativ einfach abäppeln. Euch fehlt noch ein Umhängeeimer fürs Pferd. So geht es uns wirklich, weil eine Isha hat noch keinen. Ihr braucht ihn nicht unbedingt zu kaufen. Hier kommt mein Lifehack 2. Ihr könnt euch diesen ganz einfach mit einem handelsüblichen Eimer, 2 Kabelbinder und einen alten Halfter selbst basteln. Hierfür einfach den Henkel entfernen und jeweils rechts und links mit einem Kabelbinder einfädeln. Das Halfter auch rechts und links jeweils mit einem Kabelbinder versehen und beides zusammenbringen. So habt ihr am Schluss einen super Fresseimer mit Halfter und ihr könnt ihn hier an den Kabelbindern auch noch verstellen, damit er dann optimal platziert ist. So einfach. Ist es bei euch auch immer so eine Qual, bis die Wurmkur im Pferd ist? Hier kommt mein Lifehack 3. Ganz einfach, die Wurmkur, wenn sie leer ist, mit Gute füllen. Hierfür könnt ihr entweder Apfelkompott oder auch Apfelsaft oder was dem Pferd eben besonders gut schmeckt und so ein bisschen dünnflüssig ist, dass es halt durch die Spritze geht, immer mal wieder auffüllen und einmal im Monat einfach mal in den Mund geben. Und ihr werdet sehen, wie gern auf einmal euer Pferd die Wurmkur nimmt. Ihr wollt ausreiten gehen oder spazieren gehen oder sonst wohin gehen und jedes Mal habt ihr den Hickhack mit den 3 Griffen. Macht mich echt wahnsinnig. Und hierfür habe ich mein Lifehack 4. Hierfür benötigt ihr einfach nur einen alten Kleiderbügel aus Metall. Den nehmt ihr auseinander, dass ihr eine Stange habt. Weiterhin benötigt ihr 3 oder 4 Kabelbinder und ein bisschen Klebeband. Ihr fangt ganz einfach an, wie gesagt, den Kleiderbügel auseinandernehmen, dass ihr ungefähr die Höhe habt hier von den Griffen. Oben eine Öse einbiegen und unten eine Öse einbiegen. Und dann wird hier im Endeffekt die obere, Öse eingeführt. Hier geht er zwischen den Griff. Hey, das ist mein Hut. Und unten die untere Öse. Das Ganze, wie gesagt, mit Kabelbinder fixieren. Hey, war nicht so aufdringlich. Fixieren und hier in der Mitte nochmal mit Kleber verstärken. Und schon habt ihr keine Probleme mehr, mit einer Hand zumindest das Tor zu öffnen. Kennt ihr das? Immer beim Bürsten, hauptsächlich beim Fellwechsel, ist immer die Bürste komplett zugehangen. Und ich könnte mich da jedes Mal ärgern, bis man die dann sauber hat. Und hierfür habe ich jetzt mein Lifehack Nummer 5. Weil das ist jetzt wirklich das Einfachste der Welt. Ich habe hier also auch so eine Magic, was weiß ich, irgendwas für eine Bürste. Im Endeffekt ist das ja nur ein Klumpen Plastik. Und die dreht ihr einfach rum. Also mit der Kante nach unten. Und wenn ihr jetzt bürstet, geht hier super
das alte Fell weg. Und es setzt sich nichts zu. So einfach kann das Leben sein. Oh, schon wieder rum, ne? Das geht ja immer so dermaßen schnell. Ich hoffe, dass auch für euch ein Lifehack dabei war. Und wenn euch mein kleines Video gefallen hat, freue ich mich natürlich tierisch über ein Like. Und am meisten, das wisst ihr mittlerweile schon, über ein Abo bei YouTube. Wenn ihr übrigens auch noch Lifehacks wisst, die ich noch nicht kenne, nur her damit.